Was bisher geschah. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Das war eine angenehme Zeit mit dir. Hau rein. Ciao. Alles Gute. Alles Gute dir. Tschüss. Ciao. How do you say goodbye in Icelandic? We say bless. Bless. Bless is the easiest way. I'll wait to see your golden smile. Irischer Whisky. Den muss irgendwer stehen gelassen haben, weil den trinke ich definitiv nicht. Aber das hier ist richtig lecker. It's mine. What do you want to sip or? Willkommen zum dritten Teil meiner Islandreise, wo ich mich zu Beginn auf dem Hummer-Festival in Höppen befinde und hier zum ersten Mal einheimische Musik höre. Wie ist es hier zu leben? Ein bisschen einsam, aber sehr, sehr gut. Also es gibt viele Leute von Balkan. Ich komme aus Slowenien. Also es gibt viele Leute aus Serbien und Bosnien und Kroatien. Und es ist sehr schön. Was machst du? Du arbeitest hier im Tourismusbereich? Ja, oder? ich arbeite im Hotel Hub, in einem Hotel. Und ich bin die Restaurant Manager. Wie ist es im Winter hier? Es ist dunkel, Es oder? ist dunkel, es ist nicht so viele Leute, aber es ist schön. Es ist am schönsten hier. Also es ist nicht so kalt, es ist vielleicht minus 2, 3 Grad. Es ist am besten hier. Also es gibt nicht so viele Leute. Es ist, ja. It's relaxed. Ich mag's. Auch so ein nettes Hummer-Festival. Da braucht man schon eine Nachspeise, auch in Island. Und auch hier sagte mir jetzt meine Routendatei, bitte links abbiegen, weg von der Hauptstraße. Denn da hinten, da wartet was ganz Besonderes auf mich. Dieses kleine Fischerdorf hat 34 brütende Vögel, unterschiedliche Vogelsorten. Und deswegen hat man hier 34 aus Marmor gemachte Vogeleier aufgebaut. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Daran sieht man auch, wie stark die Isländer mit ihrer Natur verbunden sind. Welcome to Hrafnavelli Guest House. It is an Icelandic design, the houses, but all the interior that we have made is made by me and my son. So I'm gonna open up the door for you. We do like the nature and the quietness and the peacefulness in the nature. As you can see, the sheep are just all around us, and in the wintertime we have the reindeers all around us. So yeah, we do like it. Am nächsten Morgen fahre ich weiter in Richtung Westen, um mich mit der Region rund um den größten Gletscher Europas zu befassen. Schon von weit aus der Ferne kann man die ersten Ausläufer erkennen und nur kurze Zeit später fahre ich am Diamond Beach vorbei. Noch ein paar Kilometer weiter beginnt dann mein Tag im Eis.
first thing, and most important thing, nobody has ever fallen into water before, and I would like to keep it that way because I like it here. And also, in the case that you fall down into water, you've been provided with life vests. They inflate automatically if you fall down into water, but there's nothing really to worry about. We'll drive slowly right now because all the icebergs, they are moving, they're floating, and the wind is coming from that direction. Then we have them on the west coast. We'll see some pretty nice big icebergs. We'll hit the wall and then we'll come back. And if you are all ready, you can follow me and we'll get on board of Titanic. Dieser Eisblock, er ist nicht nur mega schwer, sondern er ist 500-600 Jahre alt. 500-600 years? Verrückt, oder? Und den darf ich jetzt hier wieder zurückwerfen, weil was in die Natur gehört, das sollte auch wieder dahin. Mike, tell me, are there any people hiking over the glacier? Well, not really, because it's very dangerous, and the fact is that it's highly mobile, and you see that we have a lot of calvings today and yesterday. So if you would like to hike it, you would need to choose another glacier. For example, in Skaftafell, you can choose the glacier there. There are different companies operating them, doing glacier hikes, but this one is highly dangerous. Highly dangerous, also sehr gefährlich. Und deswegen sollte man eine Gletscherwanderung auch nur mit Profis machen. Zum Beispiel wie mit Mimir, einem Isländer, wie er im Buche steht. Wir fahren in seinem höher gelegten 4x4 Sprinter durch unwegsames Gelände und nicht selten setzen wir auf. Für Mimir ist dies ein ganz normaler Tag und das Wetter ist seiner Meinung nach auch gar nicht so schlecht, wie ich Tourist ihm versuche die ganze Zeit weiß zu machen. It's not a bad weather today. It's not cold. It's not too windy. It's a little bit of rain. Obviously, we are not staying for a long time, so we will be okay when we come back. This is called Breiðamerkurjökull. Breiðamerkurjökull, it's a typical Icelandic long word. Seems to be, you know, poetic. Jökull is a glacier. Glacier. Yeah, jökull. Breiða is the same word as broad in English or in German languages. White. So it means broad forest glacier. That's what it means. Broad forest glacier. And they say in those old books that the land was forested from the mountainsides to the seashore when the settlers came here in the 9th century. You don't see the volcano that's out there, you know, but that erupted in 1362. Im Jahre 1362 fand hier ein enorm explosiver Vulkanausbruch statt und vernichtete mehrere Gemeinden. 42 Bauernhöfe wurden dabei zerstört und eine ganze Region verfiel daraufhin in Öde. Sogar in den ca. 400 Kilometer entfernten Westfjorden war noch starker Aschenfall festzustellen. There's ice in layers inside the ice. Yeah. It's trapped inside there, you know, various volcanic eruptions, then snow on top, compressed snow, and then it is released now as the glacier is thinning and melting, and it accumulates down here. I want to walk you a little bit up and then to the west in this black ice, because there I hope to show you some blue ice. Dieses Geräusch ging mir nicht mehr aus dem Kopf und meine Motivation verließ mich langsam, aber sicher beim Blick in die Ferne. Wie weit will der hier bitte noch mit uns hoch? Und dann plötzlich erschien als Belohnung für den langen Weg blaues Eis vor meinen Füßen. Mimir schraubte eine Sicherung in das Eis, so dass ich mich in die Eishöhle abseilen konnte. Was aber gar nicht so einfach war und mir auch ein bisschen Mut abverlangte. Trotzdem war diese Erfahrung einzigartig und super spannend. Where this glacier is thickest, it's about 1000 meters.
And this compressed snow is traveling down there, and the pressure is increasing, and it begins floating, viscous and rubbery, and will be pressed out like toothpaste. So it goes down and then out and then down here. The water takes some ash with it. It's coming down from all places, and it comes into this pond. It slows down, and the ash sinks to the bottom. And then you get a layer, a sediment in the bottom of this, like a pond. And then the weather changes, the water dries away temporarily, and you have this layer of sand there in the bottom. And it works like an insulator. So it is protecting the ice. So it's there, and slowly everything around it is melting. But this covered in the ice is not melting at all. Yeah. So slowly it reverses into a cone with the ice on top. Hier hat vor circa 4 Stunden meine Gletschertour angefangen. Und es war eine mega Erfahrung. Das erste Mal überhaupt in meinem Leben mit einem Steigeisen auf purem Eis den Berg hinauf. Ich bin auch ziemlich platt nach dieser Tour. Aber ich habe jetzt noch 110 Kilometer vor mir. Ja, das können auch isländische Straßen sein. Einfach tiefer Schotter. Und dann kommt wieder Asphalt. Chups. Riecht ihr das? Hier riecht's gut. Ja, hier riecht's gut. Ich glaube, hier bleibe ich. Wenn sie mich reinlassen mit meiner dreckigen Hose. Mal gucken. Das gemütliche Lokal war bis auf den letzten Platz belegt, aber nach ein paar Minuten war ein kleiner Tisch für mich frei. In Island habe ich die Erfahrung gemacht, dass man überall sehr gut essen kann. Egal ob einen frisch gegrillten Burger an der Tankstelle, fangfrischer Fisch aus der Umgebung oder ein komplettes Festmahl nach einem langen Tag im Eis bei schlechtem Wetter. Einzig der Preis ist für unsere Verhältnisse ungewöhnlich hoch. Ich habe es für mich persönlich als Islandsteuer bezeichnet, da dieses Land auf der anderen Seite unfassbar viel zurückgibt. Das war mal richtig lecker hier. Und jetzt muss ich wieder raus in die Kälte und in den Regen. Ich wink noch mal kurz der Chefin. Thank you, take care, bye bye. Ciao. Liebe Leute, echt cooler Laden. Kann ich nur jedem empfehlen, hierher zu kommen. Ah, schön, endlich wieder daheim. Seit heute Morgen unterwegs um 9 und jetzt ist es schon 9:30 abends. Immer noch relativ hell, viel dunkler, wie gesagt, wird es nicht mehr. Ich werde diesen Ort hier vermissen, ey. Sollte ich irgendwann mal ein Buch schreiben, dann werde ich das, glaube ich, hier machen. Was für eine frische Luft. Boah, war das gestern kalt auf dem Motorrad. Tag Nummer 4 beginnt. Komischerweise hier jetzt gerade ganz windstill. Vor einer halben Stunde hatte ich noch das Gefühl, dass mein Bungalow hier wegfliegt. Das Wetter ändert hier sehr schnell seine Meinung. Bin ja froh, dass Uschi in der Nacht nicht umgefallen ist. Hört ihr mich überhaupt? Es ist so windig. So, jetzt bringe ich erstmal den Schlüssel weg. Oh ne, ist mir zu weit zu laufen. Ich fahre doch lieber. Ich bin so eine faule Socke, das ist unvorstellbar. Ich glaube, es gibt keinen anderen Motorradfahrer, der so faul ist wie ich. Auf der anderen Seite muss ich bei diesem Wetter heute noch 400 Kilometer fahren. Und es dauert bei isländischen Straßenbedingungen mit den Verkehrsregeln, die man hier beachten sollte, dann doch eher 8 Stunden mit ein paar Sehenswürdigkeiten.
Andreas, mit dem ich zusammen am ersten Tag gefahren bin, der ist am Tag Nummer 2 bis nach Reykjavik schon durchgefahren. Und der hat mir gesagt, Walle, nutze lieber jede Tankstelle, die du findest, denn so viele soll es auf der Strecke nicht geben. Ich habe zwar noch 201 Kilometer Reichweite, aber ich nutze das jetzt einfach mal hier, dass hier so eine kleine Tankstelle ist. Denn so viele Tankstellen habe ich tatsächlich bisher auf meiner Ost-Süd-Trasse noch nicht gesehen. Und hier ist übrigens immer 24 Stunden geöffnet. Eigentlich kein so ein richtiger Laden, aber ganz viel eben mit den Kartenterminals. Und die funktionieren hier gut, denn auf Island wird alles mit Kreditkarte bezahlt. Ich habe neulich sogar hier auf dem Markt eine Waffel mit einer Kreditkarte bezahlt. Beziehungsweise noch nicht mal mit der Kreditkarte, sondern mit Apple Pay. Das wird wahrscheinlich hier auch funktionieren. Echt Wahnsinn. Dieser Ort soll bekannt sein für seine Basaltsäulen. Was war denn schon wieder dieser verrückte Vogel? Da gibt es einen Vogel hier auf Island, sowas habe ich noch nie gesehen. Der macht Geräusche wie irgendwie ein Computerspiel. Ich muss schon sagen, das ist hier echt toll gemacht, dass man hier einfach so ein bisschen durchlaufen kann. Man muss auch nicht so weit gehen. Ich bin ja nicht so der Riesenwanderfreund, während ich jetzt noch großartig Motorrad fahre. Und deswegen ist das hier eigentlich schön gemacht. In den letzten 2 Tagen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, naja, wenn die Natur jetzt hier immer gleich bleibt, dann ist das schon ziemlich eintönig. Aber heute ein komplett anderes Bild von der gesamten Umgebung. Flora, Fauna, es sah wirklich komplett anders aus. Und jetzt laufe ich zum ersten Mal durch einen kleinen Wald. Das hört sich ein bisschen an wie zu Hause. Wow, das ist total ungewohnt, durch einen Wald zu laufen. Auf Island habe ich nämlich noch keine Baumbestände gesehen, gar nichts. Es ist 22:38 Uhr und das ist der niedrigste Stand der Sonne. Ja, viel dunkler wird es hier nicht. Und so geht's in der nächsten Folge weiter. Übrigens, unter walleontour.com findest du viele weitere Videos, Fotos, GPS-Downloads und auch Teile für dein Motorrad in meinem Online-Shop. Du möchtest noch näher am Geschehen dran sein und mich gleichzeitig bei meiner Reise um die Welt unterstützen? Dann werde jetzt Premium-Mitglied. Bis bald, dein Walle.